Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber muss steigen. Disclaimer: Silber muss steigen. Der Artikel von Andreas Hose auf goldseiten.de titelt wie folgt: Silber, physische Nachfrage explodiert. Amerikanische Edelmetallhändler bieten enorme Prämien beim Ankauf von Silbermünzen von bis zu $11 über den Spotpreis. Und weiter zweitens befindet sich der Kassamaß für Silber nach wie vor in der Backwardation, was bedeutet, dass der Kassapreis für Silber den Terminpreis liegt, was eine derart extrem starke Nachfrage nach physischem Metall hindeutet. Das sind alles sehr positive Nachrichten für einen Anstieg des Silberpreises, und noch besser wird es für Silberminenaktien sein, wenn der Silberpreis weiter steigt. Wie lange man den Preis nach unten halten kann, werden wir sehen. Ein weiterer Artikel von Hannes Zipfel auf gold.de beschreibt 5 positive Signale für den Silberpreis. Alles deutet auf einen Preiseinstieg hin, den brauchen wir jetzt auch für Gold und Silber, für die Gold- und Silberminenrallye. Beide Artikel sind in dem Video verlinkt. Ja, wir haben eine absurde, krasse Situation beim Silber. Sie wissen auch, Comex, glaube ich, hat mittlerweile weitere Mittelabflüsse. Wir hatten vor einigen Tagen ein Video gemacht, da waren es noch ungefähr 39 Millionen oder 40 Millionen, jetzt sind es 36 Millionen. Und es wurde ja hochgerechnet, wenn der Silberpreis nicht steigt, ist die Comex bis März 2023 leer. Das heißt, um diesen Prozess abzufinden, wird es höhere Silberpreise geben. Es wird mindestens irgendwo eine Verdopplung geben. Und wir hatten das ja auch gestern berechnet, mindestens irgendwo in den nächsten 6 bis 9 Monaten auf $44 steigen. Das klingt im Prinzip jetzt zu $20 gar nicht so viel. Gold würde sich vielleicht über 2000 etablieren. Das ist für die reinen Gold- und Silberbucks eigentlich nichts Besonderes, kein wesentlicher Aufschlag. Und es geht immer noch, wird diese Information an der Masse der Bevölkerung vorbeigehen. Ähm, Es ist aber ganz, ganz entscheidend für Gold und Silber, weil diese extrem unterbewertet sind, im Prinzip klinisch tot sind, in Anführungsstrichen, werden wieder zum Leben erweckt. Und das bringt diese überproportionalen Bewertungsaufschläge. Das heißt, ganze Depots können vollgestopft mit Gold- und Silberaktien der verschiedenen Risikostufen können 5 bis 10-fache oder mehr steigen. Das ist das Unglaubliche, obwohl Gold und Silber nicht so stark steigt und stark steigt insgesamt. Genau das ist die Philosophie. Wir machen also exorbitante Gewinne, hoffentlich mit Gold- und Silberaktien, um wesentlich mehr Gold und Silber zu kaufen und B, eben auch von diesen Gold- und Silberaktien in dieser Krisenzeit unter Umständen zu leben, die Lebenshaltungskosten zu bestreiten, ohne Gold und Silber zu verkaufen. Das Gold und Silber hilft uns dann für einen möglichen systemischen Crash, wo dann weit über das System im Prinzip nicht funktioniert. Und es ist einfach nur schade, jetzt in der Vorphase Gold und Silber aufzugeben. Aber genau das passiert ja durch diese künstlich eingeleitete Depression, dass die Leute teilweise ihr Gold und Silber verkaufen müssen, bevor die eigentliche Wertsteigerung kommt. Das ist das Traurige, aber mit Gold- und Silberaktien kann man das möglicherweise umgehen. Projektgenerator, Chile, Argentinien, 26 Millionen Marktkapitalisierung, kanadischer Dollar, moderates bis Hochrisiko. Das Unternehmen ist ein gut finanziertes Explorationsunternehmen mit 18 Projekten, das sich auf hochwertige Gold, Kupfer und Silberentdeckung in der mineralienreichen Bergbauregion von Chile und Argentinien konzentriert. Also das ist ein Unternehmen mit nur 26 Millionen Marktkapitalisierung bewertet, war auch schon mal vor einiger Zeit mit 300 bewertet, das ist also enorm zurückgekommen. Warum war das so hoch bewertet? Weil die ungeheuer viel Projekte hat. Also sie haben fast eine knappe Million, halbe Million Hektar Land, unglaublich, machen viele Kooperationen mit anderen Unternehmen und sowas, aber wie auch immer, bestehen schon relativ lang. Sie sehen noch am Chart, der Boden ist mittlerweile erreicht und es dürfte ansteigen. Ja, nehmen wir einige Projekte hier, ganz kurz erwähnt, das sind wirklich viele. Inka Gold mit 16.000 Hektar Porphyrie, Kupfergold, haben beispielsweise ein Optionsabkommen mit Newmont Corporation, 100 Kilometer nördlich von Copiago, 17 Kilometer östlich der Stadt Inca de Oro. Ähm,
Sascha Marcellina, 32.000 Hektar, das ist eigenfinanzierte Exploration, Vulkangestein aus den Jura in der nordzentralen Provinz Santa Cruz, Argentinien. Das Projekt befindet sich 100 Kilometer südlich der Mine Cerro Negro von Newmont und weist ähnliche geologische und geomorphologische Gegebenheit auf, analoge Gold-, Silber-, Gesteinsschlitterproben und Aster-Satelliten-Alternationsanomalien haben ein großflächiges, zoniertes System definiert, das für ein Gold-Silber-System charakteristisch ist. Und ja, hier sehen Sie nochmal die Location, hier Argentinien und Nordchile sind sie stark unterwegs. Nochmal ganz schnell überfliegen, ich lese Ihnen das nicht alles vor, keine Angst. Sobeck, das ist mit 11.000 Hektar einer der Flaggschiffe, Porphyrie, Kupfer, Gold, eigenfinanzierte Exploration. Da gab es eben Proben, wie Sie sehen, teilweise mit 1,8% Kupferäquivalent 5,43. Also das ist ein bemerkenswerter Abstritt, im Grunde genommen auch riesengroß. Denn das Coronacchio, 12.000 Hektar Flaggschiffprojekt, Porphyrie und Kupfer, also mit der Kupfergold-Projekt, agieren da zusammen, optioniert an First Quantum Minerals. Dann das Hominae-Projekt mit 11.000 Hektar Gold-Silber-Vorkommen mit geringer Sulfidisierung, Santa Cruz, Südargentinien. Dann das Ruby-Projekt, 7.500 Hektar Kupferprojekt, optioniert an Mine Discovery Fund Pty Ltd. Ja. Dann das Vorzeigeprojekt Altasor, Gold-Kupfer, Chile 33.000 Hektar, Mineraliengürtel Nordchile und ja, es ist auch mit erreichbar. Das anderes Highlight-Projekt, also im Corobea-Gürtel mit 32.000 Hektar Gold, Kupfer, Silber, Chile. Dann anderes Highlight-Projekt Libanesa, Gold, Silber, Argentinien, 14.500 Hektar, Santa Cruz, Argentinien, epithermales Gold-Silber-Vorkommen mit geringer Sulfizierung, liegt am Nordostrand des Deseado-Massivs. Dann noch das Highlight-Projekt Virginia, Silber, Argentinien, 75.000 Hektar. Da gibt es, also nördlich ist auch nördlich der Mine Pan-American Silber und hat auch Measured and Indicated, also angezeigte Ressourcen, also die bereits festgeschrieben worden sind, von 11,9 Millionen Unzen. Hochgradiges 310 Gramm pro Tonne Silber und dann noch eine abgeleitete Ressourcen von 3,1 Millionen Unzen mit 207 Gramm pro Tonne Silber. Gucken Sie sich die Größe an, 75.000 Hektar in der Nähe von Panamerika, unglaublichen Besitz, die haben. Also insgesamt hat das Unternehmen 20 Projekte. Das Ganze ist eben nur mit 26 Millionen bewertet. Meiner Meinung nach, dieses ist ein ziemliches Schnäppchen. Ja, so sind wir auch schon jetzt wieder, sage ich mal, hier, warum wir das machen. Das ist dieser Bullenmarkt von 1970. Da sind eben teilweise Goldaktien um 5 oder Silberaktien von 15 nach 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Das heißt, teilweise konnte man aus 1.000 Dollar Investition bis zu einer Viertelmillion machen. Und das ist gar nicht so selten vorgekommen, weil eben vorher die Goldaktien relativ tief waren und durch den folgenden Gold- und Silberpreisanstieg überproportional gestiegen ist. Und das kann in Goldaktien, Bullenmärkten phasenweise zukommen. Zugegeben, das passiert nicht sehr oft. Es passiert auch nur dann, wenn die Goldaktien vorher relativ depressiv waren, sehr kaputt waren, sehr niedrig waren, wie auch aktuell jetzt. Und wenn dann das zusammentrifft mit irgendwo eine Form von Gold- oder Silberboom, wie wir glauben, dass es vorsteht, dann ist sowas in der Art möglich. Es gibt keine Garantie für, keineswegs weiß man, auf welche Aktie das handelt. Es ist wirklich ein bisschen Lotterie. Wie nähert man sich den an? Man kauft halt mehrere Gold- und Silberaktien mit großen Ressourcen, beobachtet das genau und kauft gegebenenfalls gut laufende nochmal nach, um an möglichst vielen Gewinnern beteiligt zu sein. Dann kann man mögliche Verluste, die vielleicht einfach statistisch auftreten werden mit 10 bis 20%, sage ich mal, wir haben vielleicht ein relativ starkes Mittelfeld, wo wir vielleicht 10, Verzwanzigfachung haben und dann vielleicht auch einige wenige Superausreißer, wo es dann Richtung 50 oder 100 Bäcker geben kann. So könnte es aussehen, muss man sehen, wenn jetzt eben Silber auf die von uns anvisierten 44 Dollar in den nächsten 6 bis 9 Monaten laufen. Und das ist relativ konservativ.
konservativ gerechnet. Ein Silberspike, der auch Richtung $58 oder einige sprechen aktuell von $75 gehen kann, ist auch möglich. Und das spült ja erst recht diese Penny Stocks hoch. Ne? Also es geht im Grunde genommen darum, jetzt steigt erstmal Silber so ein bisschen 25 hier auf den einen Chart gesehen haben, vielleicht bis Jahresende. Und allein das springt schon viele Gold- und Silberaktien möglicherweise in den $1-Bereich. Und das ist ein Teil des großen Hebels raus, den sie jetzt noch haben. Also man muss in guten Aktien investieren. Es ist vorbei, obwohl es schlechte Stimmung für Gold und Silber ist, es nicht gesehen wird, nehmen viele Gold- und Silber-Penny-Stocks an Bewertung zu und die sind bald im $1-Bereich und dann so hohe Hebel raus. So, das ist das ganze Geheimnis. Ja, was kann man tun? Ja, man kauft eben diese Penny Stocks nach, die wir versuchen zu identifizieren mit großen Ressourcen, möglichst in sicheren Ländern etc. Weil das wird natürlich zunehmend, je attraktiver bewertet wird. Gerade muss man natürlich sagen, gerade was Chile, Südamerika, Bolivien oder Afrika betrifft, ist mit politischen Eingriffen zu rechnen. Aber noch nicht von dieser Tiefe. Aber sage ich mal, wenn dann Gold relativ im Visier der ganzen Länder zunehmen wird aufgrund der höheren Bewertung, ist mit sowas zu rechnen. Aber wir sind noch davor und ich denke mal, das ist eher ein Thema in 6 bis 9 Monaten auch, wenn wir dann hochgelaufen sind. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben genau solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu unterscheiden. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, es gibt auch einen Portfolio-Vorschlag mit persönlicher Beratung bei Interesse. Das finden Sie alles im YouTube-Link unten verlinkt. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist meiner Meinung nach ein Tool, das man gut gebrauchen kann in der vor uns liegenden Zeit. Sie müssen ja sehen, wenn jetzt Gold und Silber höher laufen, ist es vielleicht durchaus schwierig, günstig und in ausreichender Menge über die Edelmetallhänge in annehmbarer Zeit zur Ware zu kommen. Deswegen ist es meiner Meinung nach essentiell, sage ich mal, das schon vorbereitet zu haben, dass hier wir mit diesem Händler, der ähm, also 15 Kilogramm Silber und in großen Quantitäten Silber einkaufen, dadurch einen günstigen Preis kommen, ist zu jeder Zeit an Ware gekommen. Und sie kriegen eben ihren prozentualen Teil gut geschrieben davon. Das ist dann zollfreie Einlagerung in der Schweiz. Das heißt, es ist auch nicht an irgendwelche Mindestinvestitionssummen gebunden. Sie überweisen da Geld und es ist sofort in physischen Edelmetall, liegt im zollfreien Lager in der Schweiz. Wie gesagt, der ist zu jeder Zeit an physische Ware gekommen, gerade wenn es kritischer werden dürfte und es würde kritischer. Und natürlich wollen diese Händler, sage ich mal, diese Retail-Händler nenne ich das jetzt, wollen natürlich auch dann diese Angst nutzen, überteuerte Ware zu machen, weil es ist reiner Profit, den sie dann haben. Aber das hat dieser Händler nicht gemacht. Er setzt auf die einfache, immer funktionierende Einlagerung, hat sich seine Bezugsquellen gesichert. Also da sollte man vorbereitet sein, dass sie dann auch ihre Gold- und Silberaktiengewinne umsetzen können. Also ist sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich genauer nochmal angucken sollte. Preisvergleich, ja, auf gold.de, immer bevor man überhaupt physisches Gold und Silber kauft, generell die Händler vergleichen. Weil, wie gesagt, nichts ist trauriger, als überteuerte physische Ware zu machen. Da ist wirklich drauf zu achten, weil äh, das macht einfach keinen Sinn. Ja, noch weitere nützliche Informationen. Also mit welchem Broker kann man zum Beispiel arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz und Liechtenstein einlagen, Langfristchart von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen, die Goldaktienindizes GDX, GDXJ, die Goldaktien Goldratio, auch Literatur über Goldaktien, internationale Diskussionsformen wie COCA sind da verlinkt und Expertenmeinungen, Videos finden Sie alles auf dieser Webseite. Wenn Sie generell Fragen haben oder Zustellungsprobleme oder Anregungen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung unter dieser Telefonnummer. Ich würde Sie dann zurückrufen, wenn es mir dann zeitlich möglich ist, was dann meist abends in der Woche ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Würde Ihnen empfehlen, diese Glocke auch zu betätigen, die Sie dann auf neu erscheinende Videos hinweist. Also nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.